das tönt so konträr und ist für viele Menschen eigentlich wie auch konträr, Trauma und Erwachen. Aber für uns ist es wie so eine Bewegung, es ist eine Bewegung von der Wahrnehmung in die Enge oder in die Weite. Und wenn sich einmal anfängt, deine Wahrnehmung, wo wir das Gefühl haben, die ist so fix, also unser Ich oder unser Ego ist so fix, wie wir leben, wir meinen, wir wüssten, wer wir sind, bis sich unsere Wahrnehmung verändert. Vielleicht durch einen Schock, vielleicht durch einen Unfall, verändert sich unsere Wahrnehmung und verkleinert sich. Ne? Und dann merken wir das erste Mal, dass vielleicht das, was wir als Realität sehen, gar nicht Realität ist. Dass es einfach wie so eine Brille ist, die man aufhat, eigentlich eine Wahrnehmung von deinem Leben. Und ein Trauma verengt dein Leben und das Erwachen oder die Erleuchtung erweitert dein Leben. Und in dieses Thema tiefer einzutauchen, darum geht es eigentlich in dem Kurs Anfang August. Und wenn dich das Thema interessiert, Trauma und Erwachen, dann trag dich hier auf die Warteliste ein und wir senden dir gerne alle Informationen zu. Wir werden in diesem Kurs dir aufzeigen, wie Traumaheilung und Erwachen zusammenhängt, wie Traumaheilung auch ein spiritueller Weg sein kann und wie Erwachen verkörpert werden kann durch Traumaheilung. Ja, und für uns ist die Brücke zwischen Trauma und Erwachen der Körper und das Fühlen. Und das ist sowas, was so greifbar ist. Also das ist nicht abgehoben, das ist nicht weg. Der Körper connectet mit dem Trauma und erschafft diese Gefühle von Enge, die Gefühle von Abtrennung, die fühlst du körperlich. Den Stress, die Anspannung, das Gedankenkarussell, das sind einfach alles diese Mechanismen vom Body-Mind in dieser Enge, das, was dich so klein hält und wo oft so diese Verzweiflung kommt, ja, ich komme da nicht raus, wie soll ich das je schaffen? Und der Körper spiegelt das, der Körper spiegelt diese Wahrnehmungsverengung und dem Körper ist das schon lange zu viel und zu eng und der würde gerne raus. Ja. Der würde, wenn man den lassen würde, wenn du deinen Körper lassen würdest oder deine Gefühle lassen würdest, kommt sicher entweder irgendwann ein Gefühl von Aufgeben und ich mag nicht mehr oder explodieren. Ja. Ich will raus. Ich habe so die Nase voll davon. Und das sind zwei Wege, die beide wichtig sind. Das Aufgeben manchmal von es geht hier wie nicht weiter oder ich will hier raus. Das sind zwei wichtige Punkte in der Traumaheilung. Ja, und das andere, damit connectet der Körper genauso. Also wenn wir die Wahrnehmung, wenn die wieder weiter wird, wenn du rauskommst aus der Enge, wenn das Trauma sich auflöst, connectet das ganze Body-Mind-System, indem es aufatmet. Der Körper kann diese Weite und Freiheit spüren, die du wirklich bist. Und dadurch kann manchmal die Sehnsucht eigentlich auch kommen, dass du darüber hinaus willst. Ja. Also du willst nicht nur aus der Enge heraus ins normale Leben wieder, weil manchmal das normale Leben man dann wie erkennt, dass es auch zu klein ist. Und du eng, dann über das hinausgehen möchtest. Ne? Du in Richtung des Erwachens gehen willst, wo du merkst, es gibt eine Möglichkeit von einer Verengung der Wahrnehmung, also vielleicht ist es auch möglich von einer Vergrößerung von der Wahrnehmung, von einer unendlichen Vergrößerung von der Wahrnehmung, von dem, was du bist. Und das ist was, wo immer mehr Menschen zu uns kommen oder auch sich dafür interessieren, weil der Zusammenhang ist so immens wichtig, dass wir erkennen, dass wir das Erwachen, diese spirituelle Suche durch Traumaheilung verkörpern können. Also indem wir uns dem widmen, können wir das Erwachen, diese Weite von dieser Wahrnehmung auch verkörpern, also ins Leben bringen. Und für jemanden, der Traumas erlebt hat, ist es oft viel einfacher, in die Weite der Wahrnehmung zu gehen oder sich zu öffnen dafür. Und das ist was wir erkannt haben und deshalb auch das total gerne teilen. Ja. Ne? Ja, und weil es einfach deine Natur ist. Deine Natur ist die Weite. Du bist mit dem geboren, als kein Trauma da war. Und
du auf die Welt gekommen bist und du noch keine Prägung hattest, das ist deine Natur. Und selbst das, was du mitbekommen hast von der Menschheit oder von deinen Eltern oder so, aber irgendwas in dir weiß das, irgendwas in dir weiß, dass du heil sein kannst, dass du diese Verbindung bist zum Leben, dass da keine Trennung ist. Und deshalb ist das so schön, wenn du diese Sehnsucht hast oder wenn du merkst, du willst raus aus dieser Enge oder da stimmt irgendwas nicht. Und egal, ob das jetzt so ein Trauma ist, wo du weißt, was passiert ist, oder einfach, viele Leute haben auch einfach das Gefühl, sie wissen gar nicht, ob je was passiert ist, aber irgendwie leben sie trotzdem in Leben von Enge und eingeschlossen sein und abgetrennt sein und sich nicht richtig fühlen oder nicht verbunden zu fühlen. Und das alles ist im Grunde das Gleiche. Ja, das Leben an sich ist es Trauma. Ja. Ne? Zu leben, könnte man sagen, ist schon traumatisch. Ne? Jeden Morgen wachen wir auf und dann wachen wieder in der Enge auf. Ja, ne? weil der Mind versucht, das Leben zu handeln. Und wenn wir aus der Enge des Mindes, also wenn der Mind versucht, das Leben zu handeln, wird es automatisch eng. Der Mind ist zu klein, um das Leben zu handeln. Der wird immer wieder eine Enge aufbauen, um das irgendwie in den Griff zu bekommen. Aber diese Enge macht dich klein und engt dich ein, macht dich unglücklich. Und du bist viel mehr als das. Und in dem liegt die Heilung. Und in dem kommt der Mind auch zur Ruhe. In dem kann der Mind sich ausruhen und wird klarer, was du wirklich leben willst und wie dein Leben aussieht. Und ja. Und vielleicht kommt das an bei dir, dass du spürst, oh, da wird irgendwas Wahres geshared, also da wird irgendwas Wahres geteilt und das resoniert mit dir. Dass du mehr bist als das, was du denkst. Du bist mehr als das, was deine Lebensgeschichte ist. Du bist mehr als das, was dein Körper dir vorspielt zu sein. Und um das zu erkennen oder um das zu erforschen, ne, haben wir einen Weg gefunden, der direkt eigentlich über den Körper, über diese Erfahrungen von Kleinheit oder Einssein oder Einschränkung, indem wir tatsächlich hingehen und hinfühlen und uns das erforschen wir, dass wir eins sind. Wir erleben die Einheit, wir erleben nicht die Grenze. Die Grenze spiegelt uns das Denken vor, als wäre da eine Grenze im Trauma. Das Trauma macht uns eng. Indem wir mit unserer weiteren, größeren Wahrnehmung in das Trauma gehen vom Leben, also von der Enge. Für uns ist ein Trauma eigentlich eine Erschaffung von mehr Enge als die wir jetzt schon gewohnt sind. Das ist tatsächlich das, was es macht. Es macht uns wie noch kleiner, noch kleiner. Und so erfahren wir aber, dass wir spüren richtig, da ist was falsch, es ist zu klein, wo wir drin sind. Und das wollen wir fördern, wir wollen das auch mit unseren Videos eigentlich fördern, dass wir merken, das stimmt einfach nicht. Es stimmt nicht, dass wir da drin sind, dass wir gefangen sind im Trauma, dass wir uns nicht lösen können davon, dass wir das nicht auflösen können. Ne? Wir sind nicht drin. Und das können wir aber nur erfahren, indem wir an die Grenzen reingehen vom Trauma, indem wir die Widerstände erkennen, die Fluchtmechanismen vom Trauma erkennen, indem wir ja, diese aufgebauten Schutzmechanismen auch, ne? Die Angst davor und das Ganze wie so eigentlich offenlegen und okay, was ist tatsächlich wie traumatisiert, was macht das mit mir in meinem Leben, wovor habe ich Angst in meinem Leben und so. Und indem wir da nah rangehen und das erforschen, erkennen wir jedes Mal, dass die Grenze sich verschiebt. Wir erkennen jedes Mal wieder eine Öffnung und mehr Weite und mehr Weite. Und das ist für uns eigentlich wie so ein spiritueller Weg für dich, in dein persönliches eigentlich Erwachen reinzugehen. Also in deine persönliche Wahrnehmungsveränderung, in die Unendlichkeit reinzugehen. Also genau in die andere Richtung. Und deshalb ist das Thema für uns so passend. Ja. Ne? Trauma und Erwachen. Ja. Ja, und den Körper, den nehmen wir mit.
Der Körper resoniert auf das, der resoniert auf die Weite. Wenn wir mehr und mehr das Trauma auflösen, löst sich auch immer mehr Spannung auf im Körper. Dieses Festhalten von Gedanken wird wie immer weniger. Also es hat mega ein riesiges Heilungspotenzial auf ganz vielen Ebenen. Also ganz viel kann sich verändern in deinem Leben dadurch. Und das ist mega schön und das wollen wir einfach gerne sharen und weitergeben. Ja, deshalb, wenn dich das interessiert, trag dich gerne auf die Liste ein und sei dabei bei unserem Kurs Trauma und Erwachen. Alles Liebe dir.